Hi, ich bin Ina vom Twitch-Kanal Blondie und Kleid. Ich mache mich gerade selbstständig und auf diesem Kanal teile ich meine Reise mit euch. In dieser Folge seht ihr, auf was für Probleme ich, alter Stressbolzen, in meinem Alltag stoße. Außerdem macht mir die Vermischung von Privatem und Beruflichem ganz schön zu schaffen. Hallo ihr Lieben, na, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben Dienstag, der Stream ist jetzt gerade vorbei und ich dachte heute, dass ich euch einfach mal ein bisschen mit auf meinen Alltag nehme. Ich glaube, so super viel wird heute nicht passieren, weil ich habe nämlich richtig scheiße gepennt heute. Ich erzähle da gleich nochmal ein bisschen was drüber. Und auch zu einer Sache, die mich heute sehr im Stream irgendwie dann doch schon ein bisschen aufgeregt hat, muss ich sagen, so im Nachhinein betrachtet. Aber ich gehe jetzt erstmal los, weil der Kimpel wartet schon im Café auf mich. Und wir gehen da jetzt erstmal eine Kleinigkeit snacken und einen nicen Cappuccino trinken. Also mache ich mich jetzt auf den Weg und wir sehen uns dann gleich. Meine Gedanken fliegen einfach mit dem Wind weg. Verlassen meinen Schädel ohne Sinnzweck. Herzlichen Glückwunsch, wenn du sie da draußen findest. Bin interessiert, wenn irgendwas in mir das Kind weckt. Warum voll Asi? Ich habe einfach nicht so die Kontrolle über meine Beine. Kaffee ist jetzt drin, Snack ist drin. Ah, das hat gebumst. Ja, das bumst immer da oben. Das macht Buff. Nach dem Kaffee haben wir Bock bekommen auf Trampolinspringen. Mitten am Nachmittag, mega geil. Sonst gehen wir eigentlich immer abends, aber wir genießen unsere neu gewonnene Freiheit und gehen einfach mal nachmittags Trampolinspringen. Willkommen in Niedersachsen. Hallo Niedersachsen. Yay. Okay, lass uns abhauen. So, ich bin jetzt wieder zurück vom Trampolinspringen. Ich habe gesnackt und jetzt habe ich am Anfang ja schon erzählt, dass ich euch noch ein paar Sachen sagen wollte. Ich habe im Moment echt so ein bisschen Schlafprobleme. Ich meine, das war mir auch klar, dass es halt diese Anfangsnervosität ist, bevor es halt richtig losging. Da hatte ich schon so gedacht, so, okay, das ist halt irgendwie normal. Aber ich hatte gehofft, dass solange also wenn ich dann so ein bisschen eingegroovt bin, dass es irgendwie mal ein bisschen besser wird. Ich habe auf jeden Fall irgendwie das Gefühl, dass diese Sachen ein bisschen mit YouTube zusammenhängen. Feierabend! Geilo! Scheiße, ich wollte noch das neue Thumbnail machen. Morgen kommt das neue Video raus. Wow. Was Sie gesehen haben, ist wahr. Ich meine, auf der anderen Seite ist das vielleicht gar nicht so schlecht, weil so Gedanken heißen ja auch irgendwie Kreativität und irgendwo müssen die Ideen ja auch herkommen, sag ich mal. Also das ist vielleicht auch gar nicht so unüblich, würde ich jetzt mal sagen, weil irgendwann war Stream auch mal viel anstrengender für mich und voll aufregend. Und YouTube ist halt gerade diese Anfangsphase, wo es halt alles einfach so total neu ist, total aufregend. Deswegen ist es vielleicht auch normal. So, und eine Sache wollte ich dann noch erzählen, die heute im Stream passiert ist. Ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass ich im Stream saß, irgendwas erzählt hatte und dann bekomme ich auf einmal eine Privatnachricht von einem Zuschauer, der mir doch dann ganz unanständig sagte, ich beschreibe das jetzt einmal ganz unverblümt in den Worten, mach doch mal deinen Rechner aus. Ich gehe gleich schlafen. Ey, und normalerweise rege ich mich über sowas echt nicht mehr viel auf, weil ich mich da irgendwie schon ein bisschen abgehärtet habe, weil ja, die Sachen kommen nicht sehr regelmäßig rein, mittlerweile auch viel weniger, weil ich glaube ich generell einfach ein bisschen selbstsicherer geworden bin, was das ganze Stream angeht. Aber manchmal passiert es halt immer noch und es ist immer nur einer von ganz, ganz vielen. Ich weiß das auch und man muss auch eigentlich eher beachten, dass die meisten Leute halt super lieb sind, aber Alter, what the fuck? Leute, ernsthaft, was ist euer Problem? Warum tut ihr das? Wenn ihr schon sowas macht, ne, dann geht doch wenigstens zu den Pool-Streamern. Ich weiß, Twitch ist nicht die richtige Plattform dafür, ja, aber wenn, dann geht doch bitte schön dahin. Das ist so ein Scheißgefühl, wenn man sexualisiert wird, obwohl man das gerade gar nicht möchte. Kriege ich einen Kotzreiz. Echt.
Boah. Nee. Ina Rand Ende. Ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder. Gute Nacht. So Leute, neuer Tag, neues Glück. Schon wieder ein Tag vergangen. Ich habe gestern gar nicht gefilmt, weil gestern war wieder so ein scheiß Zweifeltag. Ich erzähle euch jetzt gleich noch ein bisschen was darüber. Aber auf dem Balkon, ich mache mir jetzt noch fixen Tee und dann versuche ich dann noch ein bisschen frische Luft wenigstens zu schnappen. Also bis gleich. Hier bin ich mit meinem Tee und ein bisschen frischer Luft. Ich wollte euch noch mal was erzählen. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht diese Woche, dass Privat und Beruf verdammt noch mal richtig krass miteinander verschmelzen. Ihr habt ja gerade schon gehört, Dienstag war halt irgendwie, habe ich halt kacke gepennt. Dann habe ich gedacht so, yo, YOLO, tust du dir was Gutes, gehst du Trampolin springen und filmst halt ein bisschen dabei, hast halt 2 Fliegen mit einer Klappe. Und dann habe ich so gedacht, im Nachhinein betrachtet, ist das irgendwie gar nicht mal so cool gewesen, weil da trenne ich halt privat und beruflich so gar nicht. Habe das aber irgendwie so gedacht, so okay, es ist was Privates und ich mache gerade Pause. Aber im Endeffekt, als ich da war, hatte ich die ganze Zeit dieses Gefühl von wegen, ah ja, das wäre jetzt noch ein nicer Shot und dann möchte ich gerne noch das und das filmen und das und das filmen. Und im Endeffekt habe ich eigentlich gar nicht so wirklich Pause gemacht. Das Ganze hatte dann zur Folge, dass ich super fertig war am Mittwoch. Deswegen, also gestern habe ich auch gar nicht gefilmt, weil ich einfach nur richtig groggy war. Ich hatte am Wochenende mit meiner Schwester dann noch drüber gequatscht, weil sie halt so meinte, boah, Ina, ist das jetzt nicht voll krass, dass sich jetzt Privates und Berufliches so sehr vermischen? Und ich so, nein. Ich kann das voll gut trennen, so. Und dann eine Woche später fällt mir so auf, Scheiße, sie hatte recht. Muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich das irgendwie besser getrennt kriege, aber positiv, mir fällt es auf, dass das irgendwie Stress sein kann. Und dann noch eine Sache, die irgendwie auch auf jeden Fall viel in meinem Kopf ist, dass ich mir selber immer so viel Stress mache, wenn ich mal ein bisschen was länger arbeite. Aber das ist einfach nur, weil ich dieses dumme 9-to-5-Denken im Kopf habe. Dieses, okay, du machst halt quasi sowas wie Überstunden, wenn du nach 5 Uhr noch irgendwas machst. Das ist ja eigentlich total Quatsch. Das muss einfach aus meinem Kopf raus. Keine Ahnung, es gibt halt Tage, da habe ich einen Run, so wie heute, und da fällt mir das einfach und dann komme ich dann auch mega gut voran. Und dann gibt es solche Tage wie gestern, wo ich halt wie ein gestrandeter Wal wieder auf der Couch lag und halt schon, man kann halt schon sagen, depressive Stimmungen irgendwie da sind halt, ne? Da mache ich dann halt nichts. So, wo ist das Problem? Gibt eigentlich kein Problem. Warum? Richtig, weil wir Problemlöser sind. Ja, die Sachen laufen jetzt einfach so nach meiner Uhr, nach meiner inneren Uhr. Und das ist ja eigentlich auch was richtig Positives, dass ich mir das quasi erlauben kann, dass es nach meiner eigenen Uhr läuft. Ich muss mir jetzt nur noch ein bisschen dran gewöhnen, dass diese Uhr auch mal länger sein kann und halt auch mal kürzer. Ja, ich glaube, das war's für die Woche, Leute. Nächste Woche wird richtig spannend. Da bin ich nämlich in Darmstadt bei einer Freundin. Da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Da wird es nämlich sowohl IRL-Streams geben, als auch, da werde ich da in Darmstadt ein bisschen rumrennen und filmen. Also nehme ich so viel zu neu gewonnene Freiheit. Hm? So, mein Tee ist noch nicht ganz alle. Ich trinke den jetzt hier noch ein bisschen und danke fürs Schauen und lasst mal ein Abo da.